Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir wieder Schritt für Schritt gemeinsam, und zwar dieses süße Würmchen. Wir machen jetzt einmal den Sombrero gemeinsam, und das Würmchen mit den 3 Farben gibt es schon auf meinem Kanal, das verlinke ich euch unter dem Video. So sieht es aus. Das werde ich euch auch gleich nach der Mütze nochmal alles zeigen. Und wie ich die Köpfchen bemale, dazu kommt die Tage auch ein Video online. Da zeige ich euch Schritt für Schritt auch, wie ich die Köpfchen bemale. Und dann fangen wir jetzt direkt an. Ich häkel mit einer 2,5 mm Häkelnadel. Und natürlich sind die Farben euch überlassen. Ich mache das jetzt mit den 3 Farben. Und alles, was sich wiederholt, das spule ich dann schneller. Wir häkeln gleich hier einen magischen Ring und dann nur 11 Runden. Und dann fangen wir direkt an. Ich nehme jetzt die helle Farbe, lege es zweimal um die 2 Finger, gehe hier vorne mit der Häkelnadel rein, hole den hinteren Faden raus, hole den Faden und ziehe hier einmal durch die Schlaufe durch. Somit haben wir den magischen Ring. Und in diesem magischen Ring machen wir jetzt 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das kurze Stück ziehen wir fest. Und somit ist diese erste Runde so gesehen fertig, und in dieser zweiten Runde werden wir auch nur 7 feste Maschen häkeln. Also wir gehen hier in die erste Masche rein. Und machen eine feste Masche. Dann gehen wir wieder in die nächste rein. Machen eine zweite feste Masche und in die nächste, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste und die siebte und die letzte. So ist auch Runde 2 fertig. Wir werden das gleich umstülpen, wenn das ein bisschen größer wird. Jetzt mache ich hier einen Maschenmarkierer ran. Und in der dritten Runde werden wir jetzt jede zweite Masche verdoppeln. Ich stülpe mir das schon mal so ein bisschen um. Dann sind die Maschen einfacher zu erkennen. Noch ist es natürlich sehr klein. Das ist hier der Anfang vom Hut. So, und dann gehen wir in die nächste rein, machen eine feste Masche, dann in die zweite machen wir 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche, dann in die nächste wieder nur eine, dann in die nächste wieder 2. Und das machen wir die ganze Runde bis zum Maschenmarkierer im Wechsel. Jetzt sind wir in Runde 4. Den Maschenmarkierer mache ich erstmal ab, weil wir werden jetzt die Farbe wechseln. Dafür nehmt ihr euch die nächste Farbe, legt es auf die Häkelnadel, dreht es einmal und wir ziehen durch die helle Schlaufe durch, ziehen es fest und werden jetzt nur eine Runde lang nur feste Maschen häkeln und somit auch unsere Farbe wechseln und einen Streifen rein häkeln. So, die erste Masche ist gemacht, dann alles schön festziehen. Und bis wir am Anfang angekommen sind, machen wir nur eine feste Masche pro Masche.
Jetzt haben wir eine Runde mit dem Blau gehäkelt, beziehungsweise eure Farbe. Jetzt switchen wir wieder um auf die helle Farbe. Der hängt ja hier noch dran. Hier ziehe ich jetzt einmal durch, dann ziehe ich das Blaue fest. Und wir häkeln auch wieder eine Runde lang, nur feste Maschen, keine Zunahmen, keine Abnahmen. Auch hier sind wir wieder am Ende der Reihe angekommen. Wir machen jetzt wieder einen Farbwechsel. Und zwar nehme ich jetzt meine dritte Farbe. Die lege ich mir wieder auf die Häkelnadel, drehe es einmal, ziehe einmal durch, ziehe das helle hier schön fest, mache einmal eine feste Masche und dann kann ich alles noch mal hier schön festziehen. Und auch jetzt wieder eine Runde lang nur feste Maschen, keine Zunahmen, keine Abnahmen. Und so sieht es jetzt nach der 6. Runde aus. Das geht wirklich super schnell. Das sind so kleine Runden. Und jetzt nehmen wir uns wieder die helle Farbe, ziehen hier einmal durch. Und jetzt werden wir in dieser 7. Runde jede dritte Masche verdoppeln. Wir werden jetzt langsam größer. 1 und 2. Und in die dritte Masche dann kommen 2 feste Maschen. Dann in die nächsten beiden wieder jeweils nur eine feste Masche. Und in die dritte immer 2 feste Maschen. Und das auch bis zum Ende der Reihe im Wechsel. Immer die dritte verdoppeln. Wir sind am Ende der Reihe angekommen und in die letzte Masche habe ich nur eine feste Masche gemacht. Da habe ich nicht verdoppelt. Jetzt sind wir in Runde 8. Hier mache ich mir einen Maschenmarkierer ran und hier in Runde 8 werden wir keine Zunahmen machen. Also wir machen nur eine feste Masche pro Masche und das die ganze Runde entlang. Am Ende der 8. Reihe angekommen, Maschenmarkierer kann nach oben. Und jetzt sind wir in Reihe 9 und hier werden wir jede Masche verdoppeln. Also nicht jede zweite oder dritte, wirklich jede. Wir machen 2 feste Maschen in jede Masche rein.
und verdoppeln die ganze Runde. Also 2 feste Maschen in jede Masche. Und das auch, bis wir beim Maschenmarkierer angekommen sind. Dann haben wir gleich auch nur noch 3 Reihen und sind dann schon fertig. Wir haben jetzt in Runde 9 jede Masche verdoppelt, so sieht es jetzt aus. Und jetzt werden wir in Runde 10 und 11 auch nur eine Masche pro Masche häkeln. Also nur eine feste Masche in jede Masche. Die Maschen sind jetzt natürlich enger beieinander. Das wird gleich aber wieder einfacher. Das spule ich auch gleich schneller. Also hier auch nichts überspringen. Und in jede Masche eine feste Masche, keine Zunahmen, keine Abnahmen. Das machen wir jetzt in Runde 10. Einmal bis zum Maschenmarkierer, dann Maschenmarkierer hochsetzen. Die 11. Runde auch nur eine feste Masche pro Masche. Und dann machen wir unseren letzten Farbwechsel in der letzten Runde und sind dann gleich hier mit unserem Hut fertig. So, Runde 10 und 11 sind auch fertig. Jetzt haben wir nur noch eine Runde zu häkeln. Maschenmarkierer brauchen wir nicht. Und jetzt sucht ihr euch die Farbe aus, die ihr noch möchtet. Ich werde die letzte Runde jetzt mit Blau häkeln. Ich nehme mir das Blaue, ziehe hier einmal durch, das Weiße ziehe ich fest und werde jetzt eine Runde lang den Rand hier mit dem Blauen häkeln, und zwar auch nur eine feste Masche in jede Masche. Dann ist der Sombrero fertig. Und dann erzähle ich euch das noch mit dem Würmchen bzw. dem Körper denn hier. Und dann stellen wir das nur noch zusammen und sind gleich fertig. Ich bin hier jetzt am Ende angekommen, mache hier am Anfang auch noch mal eine Masche rein, dann haben wir so einen schönen Abschluss. So sieht es aus. Jetzt können wir alle Fäden einmal abschneiden. Ich mache das ein bisschen länger, dann kann ich die schöner vernähen. Ich ziehe es hier raus. Das werde ich mir jetzt auf die Vernähnadel gleich tun und werde das vernähen. Und die anderen genauso, vernähen oder verknoten, das ist jetzt euch überlassen. Dann können wir das hier jetzt einmal an den Seiten hier so hoch machen. Und haben dann somit auch unseren Sombrero fertig gehäkelt. So süß sieht das jetzt aus. Das mit den Köpfchen bemalen kommt demnächst in einem Video. Und jetzt machen wir noch schnell die Schlaufe. Und hier habe ich schon das fertige Würmchen, passend zu den Farben vom Sombrero. Das machen wir gleich zusammen.
Das verlinke ich euch jetzt hier oben und das ist auch unter dem Video verlinkt. Und für die Schlaufe könnt ihr jetzt auch natürlich die Farbe nehmen, die ihr möchtet. Ich mache das jetzt auch wieder mit dem Blau. Ich nehme mir die Wolle, lege es auf die Häkelnadel, drehe es einmal und den Anfang lasse ich hier etwas länger. Das machen wir gleich nämlich an das Würmchen dran. Dann ziehe ich hier einmal durch und jetzt mache ich eine Luftmaschenkette mit 75 Luftmaschen. Das ist dann unsere Schlaufe gleich. Die Länge fand ich jetzt super. Wenn euch das zu lang ist, könnt ihr natürlich auch weniger Luftmaschen jetzt ansetzen. ...75 Luftmaschen habe ich jetzt fertig. Ich ziehe es einmal raus. So sieht es aus. Bei dem Würmchen habe ich übrigens mit 50 Luftmaschen angefangen. Und die Farben, wie gesagt, sind euch überlassen und auch mit einer 2,5 mm Häkelnadel gehäkelt. Jetzt könnt ihr euch das fester oder lockerer drehen, bevor wir das verschließen. Das ist euch überlassen. Mit den Fäden hier am Anfang und am Ende können wir das auch direkt verknoten. Dann machen wir die Schlaufe dran, das Köpfchen und den Sombrero. So, dann könnt ihr noch mal schauen, ob euch das so passt. Die Fäden könnt ihr auch entweder vernähen oder abschneiden, das ist euch überlassen. Ich mache jetzt schöne feste Knoten. Schneide das jetzt hier einmal ab. Dann könnt ihr euch das noch ein bisschen zurechtdrehen. Und dann nehmen wir die Schlaufe. Ich mache erstmal die eine Seite auf die Vernähnadel. Gehe hier einmal auf der einen Seite durch und auf der anderen Seite. Dann kommt die andere Seite auf die Vernähnadel. Dann habe ich das jetzt links und rechts schon mal durchgezogen. Tue mir das hier einmal passend hin. Drehe es einmal, mache hier jetzt noch mal Knoten. So, jetzt nehmen wir uns das Köpfchen. Da gehe ich mit der Häkelnadel oben rein, mache die Schlaufe hier vorne ran und ziehe es einmal durch. Dann schön einmal festziehen. Über dem Köpfchen mache ich jetzt einmal einen Knoten rein. Und dann nehmen wir uns unser Sombrero. Ich habe hier alles verknotet und vernäht. Gehen hier oben an der Spitze rein mit der Häkelnadel. Die Schlaufe wieder vorne dran und wir ziehen es einmal hier raus. So. Und schon ist unser Würmchen auch schon fertig. Ich finde den auch wirklich super süß. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euren Sombrero natürlich auch noch festkleben, damit es an Ort und Stelle bleibt und damit man das Gesicht besser sieht. Vielleicht hier so ein bisschen nach hinten. Das habe ich bei dem hier auch gemacht und je nachdem, wie fest ihr häkelt, wird der Sombrero etwas kleiner oder etwas lockerer. Den hatte ich jetzt ein bisschen fester gehäkelt. Und so sieht es jetzt aus. Ich finde den wirklich zuckersüß. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Abonniert gerne meinen Kanal. Und
Dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Schreibt gerne eure Ideen in die Kommentare. Und alles weitere findet ihr auch unter dem Video verlinkt. Ganz viel Spaß beim Mithäkeln und Nachhäkeln und ich bin auf eure Werke auch sehr gespannt. Bis dahin!